Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal Stark vereinfacht. Heute geht es um das Thema, wie kommt denn eigentlich das Bild der Kamera auf die SD-Karte? Heute geht es von der Signalaufnahme bis hin zur Speicherung auf der SD-Karte. Das Thema ist recht elektrotechnisch, aber ich versuche natürlich so einfach wie möglich zu halten. Also legen wir mal direkt los. Wenn wir uns jetzt die Signalverarbeitung anschauen, ist es so, dass über ein photoelektrisches Element, dem sogenannten Pixel, eben die Lichtmenge erhoben wird und elektrisch eben umgewandelt wird. Hier muss man wissen, dass die Bauteile eben nicht speichernd sind. Das heißt, man muss die direkt verarbeiten, sonst sind die Informationen eben wieder weg. Hier kommen wir auch direkt zu Schritt 2. Dort durchläuft das Signal nämlich jetzt eine Transistorschicht. Die Transistorschicht, die hebt die einzelnen Pixel auf ein ähnliches Niveau, damit die vergleichbar werden. Und zusätzlich wird natürlich auch für die nächste Schicht das Signal vorbereitet und soweit verstärkt, damit das direkt verarbeitet werden kann. Jetzt muss man natürlich wissen, wenn man Signale verstärkt, verstärkt man natürlich auch ungewollte Signalanteile wie das Rauschen. Wie ihr sicherlich jetzt schon mitbekommen habt, sprechen wir immer noch von elektrischen analogen Signalen. Aber eigentlich sprechen wir doch immer von digitalen Systemkameras. Und das passiert jetzt im nächsten Schritt, der sogenannten Analog-Digital-Umwandlung. Das heißt, es wird aus dem analogen Signal eine digitale Information gemacht. Hier erfolgt nun eine sogenannte Quantisierung. Also es wird aus dem analogen Signal eben ein diskreter digitaler Wert. Wenn man sich das jetzt bildlich etwas vorstellt, ist es so, dass der analoge Wert eben unendlich viele Nachkommastellen hat. Diskret heißt, man packt jetzt diesen analogen Wert in einem Bereich, wo eine Untergrenze und eine Obergrenze gibt und sagt, das ist eben der Wert. Folglich haben wir auch bei der Quantisierung natürlich einen Informationsverlust, weil durch diese Untergrenze und Obergrenze der Quantisierungsstufe ist es so, dass man natürlich die genaue Information dann verlieren. Dem kann man ganz gut entgegenwirken, wenn man jetzt einen Analog-Digital-Umsetzer nimmt mit einer höheren Auflösung. Das heißt, die Stufen werden feiner. Der ist aber in der Regel recht teuer. Also hier kommt jetzt ein digitaler Wert raus. Den Wert kann man jetzt natürlich nehmen und in einem flüchtigen Speicher wie einem RAM abspeichern. Hier kommen dann auch die ganzen anderen Pixelsignale zusammen, wo dann ein komplettes Helligkeitsbild der aktuellen Aufnahme eben abgespeichert werden kann. Im letzten Schritt wird dann auf dem Helligkeitsabbild im Speicher eben verschiedene Software angewandt. Die Algorithmen bereiten dann das Bild soweit vor und damit es eben abgespeichert werden kann. Hier oben blende ich jetzt noch kurz ein Video ein, wo ich eben den Bayer-Filter schon mal besprochen habe. Das ist so, dass bei der Signalaufnahme die Pixel eben noch über eine Farbfiltermaske eben verfügen. Das heißt, die Bildinformationen, was reinkommen, ist ein Helligkeitsabbild für die entsprechende Farbe, wo dieser Farbfilter eben hat zu dem Zeitpunkt. Und jetzt wissen wir natürlich in der Software ganz genau, welche Helligkeit-Informationen mit welchem Farbfilter zusammengearbeitet hat. Und man kann jetzt auch die verschiedenen Pixel, also in der Regel 2 grüne Pixel, einen roten Pixel und einen blauen Pixel zusammenführen zu einem sogenannten RGB-Wert. Und diese Werte werden dann zum Schluss dann abgespeichert und man erhält ein sogenanntes RGB-Bild. Letztlich kann das Bild dann abgespeichert werden. Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, ob wir unkomprimiert oder komprimiert abspeichern wollen. Wenn wir jetzt unkomprimiert abspeichern wollen, dann tun wir das im sogenannten RAW-Format machen. Das heißt, die Kamera fügt jetzt den Bildinformationen noch zusätzliche Kameraeinstellungen wie Blende, ISO und Verschlusszeit und noch weitere hinzu und speichere die dann entsprechend auf der SD-Karte ab. Haben wir jetzt ein Komprimierungsverfahren eingestellt, wie zum Beispiel JPEG, dann durchläuft das RGB-Bild eben noch diesen Komprimieralgorithmus und wird dann abgespeichert. Der Vorteil von Komprimierung ist natürlich, dass er im Endeffekt weniger Datenmenge braucht, wo er abspeichert. Ein Nachteil ist allerdings, wenn man jetzt zum Beispiel Serienbildaufnahmen macht, braucht diese zusätzliche Komprimierung natürlich gewisse Zeit und dann ist es halt so, dass man weniger Bilder pro Sekunde eben schafft, weil eben jedes einzelne Bild noch zusätzlich umgewandelt werden muss. So, denkt dran, mich noch zu abonnieren und ein Like dazulassen, denn wir sind jetzt wieder am Ende. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, stark vereinfacht. Macht's gut. Ciao.